In diesem Video geht es nochmal um die Märklin 3021, die V200 bzw. V220 von Märklin, und zwar die Varianten ab 1963, die Märklin mit der DB-Keks-Beschriftung herausgebracht hat. Im vorhergehenden Video hatte ich auch die Märklin 3021 vorgestellt, und zwar die Varianten, die seitlich noch mit der Deutschen Bundesbahn beschriftet waren. Hier nochmal ein Foto aus dem alten Video, und das ist auch dann der Hauptunterschied zu der DB-Keks-Variante. Bei allen jetzt vorgestellten Modellen ist hier immer gleich, dass wir vorne ein 3D-Spitzensignal haben, dass die Zierlinien hier immer geriffelt sind und dass die seitlichen unteren Lüfter silber eingefärbt sind. Das war jetzt bei den Modellen mit dem seitlichen Schriftzug Deutsche Bundesbahn nicht immer der Fall. Und als erstes haben wir das Modell von 1963 bis 66 produziert, die Baureihenbezeichnung von Märklin, die V200-056. Das Modell wurde dann parallel auch unter der 3921 als Bausatzmodell angeboten. Und hier dann eine seitliche Aufnahme von meinem Modell. Und man kann hier sehen im vorderen unteren Bereich, dass hier im Gehäuse Märklin eingeprägt ist, aber nicht farblich abgesetzt. Und die seitliche untere Beschriftung besteht hier bei dem Modell aus Schiebebildern. Auf der anderen Seite haben wir hier im unteren Bereich nicht mehr Märklin stehen, sondern im Gehäuse ist dann die 3021 eingeprägt. Und so sieht die Lokomotive dann von vorne aus. Und hier kann man relativ gut sehen, dass die silberne Zierlinie hier gerade im oberen Bereich hochgeprägt ist und aus 2 oder 3 Streifen besteht. Die nächste Variante ist dann eine 200-027. Unterscheidet sich hier nicht nur durch die Baureihennummer, sondern auch hier im vorderen Bereich. Wo bei dem Vorgängermodell noch Märklin bzw. 3021 auf der Seite eingeprägt waren, ist diese Lokomotive am Gehäuse komplett glatt. Und die Beschriftung im unteren Bereich sind hier auch wieder Schiebebilder. Und auch hier nochmal ein Bild von der Lokomotive von der Front. Diese wurde wohl so gebaut von 1965 und 66. Das Katalogbild hat sich allerdings nicht geändert, sondern Märklin hat weiterhin die Baureihe 200-056 im Katalog. Dann muss es die nächste Variante gegeben haben, von 1966 bis 68, wieder eine Baureihenbezeichnung 200-056. Die Rahmenaufschriften sollen hier gedruckt sein. Davon habe ich allerdings weder ein Katalogbild gefunden, noch irgendeine andere Abbildung. Deswegen ist hier nochmal meine erste Variante zu sehen mit der 200-056. Wenn irgendjemand so ein Modell nachweislich sozusagen gesehen hat, dann wäre es schön, wenn ihr mir es in die Kommentare schreibt, denn die Literatur ist sich hier wohl einig, dass es ein solches Modell gegeben hat, aber gefunden habe ich keins. Dann muss es von 1967 bis 1970 wieder eine 200-027 gegeben haben. Hier habe ich auch ein Katalogbild gefunden, und zwar aus dem 1969er Katalog. Und der Unterschied zu der anderen 200-027 muss wohl darin bestehen, dass die Rahmenaufschriften hier gedruckt sind. Ich selbst habe dieses Modell allerdings nicht, aber immerhin habe ich ein Bild von der Variante im Internet gefunden. Von 1970 bis 1984 hat Märklin dann wieder umgestellt, und zwar die Baureihenbezeichnung 200-060. Kurioserweise wurde das Katalogbild aber erst ab 1979 von Märklin geändert. Und von 1970 bis 1979 wurde weiterhin im Katalog die Variante 200-027 abgebildet. Und hier haben wir dann meine Variante von der 200-060, und dann haben wir auch hier wieder das komplett glatte Gehäuse, ohne die Märklin oder die 3021 hochgeprägt zu haben. Und hier nochmal ein Foto von der Frontseite der Lokomotive. Und das war dann auch die letzte Variante mit den durchgängigen Zierleisten auf der Frontseite. Märklin hat dann 1985 bis 1989 die nächste und letzte Variante herausgebracht, und zwar diesmal auch die Baureihe von der 200 auf die 220 geändert. Baureihenbezeichnung 220-043-4. Und hier hat Märklin dann auch das Gehäuse etwas abgeändert, und zwar im vorderen Bereich. An den Seiten sind hier wohl irgendwelche Kästen eingeprägt, die wahrscheinlich in irgendeiner Form zum Öffnen waren. Das hat jetzt bei allen Vorgängermodellen komplett gefehlt. Und hier haben wir dann die Frontseite und auch hier die Baureihenbezeichnung auf die 220-043-4 geändert. Und im
oberen Bereich, das kann man auf dem nächsten Bild jetzt hier besser erkennen, bis in den Knick hier, wo im Grunde genommen die Frontpartie dann an die Seite anschließt, ist die Seite noch komplett mit dieser hochgeprägten Zierleiste ausgestattet und ab dem Bereich, in dem wir hier in die Front gehen, fehlt diese Zierleiste komplett und dieser silberne Streifen ist hier nur noch aufgedruckt. Und damit unterscheidet sich dieses Gehäuse jetzt hier in mehreren Punkten zu den Vorgängermodellen. Das war dann die letzte rote Variante der 3021. Müsste 1989 zum letzten Mal produziert worden sein und Märklin ist dann hingegangen und hat 1987 und 88 parallel dazu die 3081 herausgebracht, die beige-türkise Variante. Märklin hat der Lokomotive dann die Baureihenbezeichnung 220 012-9 verpasst. Die Zierleisten, die seitlichen, sind noch komplett vorhanden, wurden allerdings jetzt von diesem beige-türkis einfach überlackiert und nicht mehr in Silber abgesetzt. Und an der Frontseite kann man hier sehen, genau bei der letzten Variante der 3021, hören die Zierleisten im oberen Bereich praktisch zur Front hin auf und die Front ist komplett glatt. Und als letzte Gehäusevariante der 3021 brachte Märklin dann 1988 die 3184. Heraus ist allerdings die Schweizer Variante und wohl nur in 1988 produziert als Exportmodell auf den Markt gekommen. Und hier habt ihr meine Lokomotive von der Seite und durch dieses leuchtende Rot-Orange kann man sagen und diese gelb abgesetzten Handläufe und Drittstufen hat die Lokomotive hier ein ganz markantes Aussehen und unterscheidet sich optisch doch ganz gewaltig zu den letzten 3021er Modellen, die Märklin herausgebracht hat. Hier nochmal die Lokomotive von der Frontseite her, die Schweizer Baureihenbezeichnung und auch hier genau wie bei den beiden Modellen jetzt zuvor, die seitlichen Zierleisten hören zur Front hin auf und die Front ist komplett im oberen Bereich glatt geblieben. Es gibt dann noch 4 weitere Varianten von Primex, die Märklin produziert hat. Die lasse ich allerdings hier außen vor. Wahrscheinlich mache ich irgendwann mal ein Video drüber. Aber im Moment habe ich gar keine von den 4 Varianten, die es da von Primex gab. Deswegen gibt es das vielleicht in einem späteren Video. Und damit bin ich jetzt erstmal durch mit meiner Vorstellung der 3021 Variante mit dem DB-Keks, beziehungsweise nachher noch die 3081 und 3184. Und wenn ich irgendwas vergessen habe, verdreht, verwechselt, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Ich trage das dann wieder gerne nach. Aber ich denke, den Großteil habe ich gefunden. Ich lasse die Loks jetzt hier noch einen Moment fahren, über die Endgleise rattern. Ich danke euch wieder fürs Zuschauen. Demnächst gibt es dann wieder mehr. Und bis bald.